Mich hat immer wieder die Frage erreicht, warum wachsen meine Pflanzen nicht? Oder warum habe ich so starke Algenprobleme? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir erstmal wissen, was Pflanzen überhaupt zum optimalen Wachstum benötigen. Das Wichtigste ist Licht. Ohne Licht keine Assimilation. Und je weniger Licht, desto weniger Assimilation. Die Lichtstärke, die unsere Pflanzen in der Natur bekommen, können wir im Aquarium überhaupt nicht erreichen. Das heißt, wir haben eigentlich immer zu wenig Licht. Kommen wir zu den Nährstoffen. Der Hauptnährstoff der Pflanze ist CO2. Kohlenstoff ist der höchste Anteil der Pflanzenmasse. Zu den weiteren Nährstoffen gehört Stickstoff, Phosphor und Kalium. In Aquarien mit Bewohnern, also mit Garnelen, Fischen und so weiter, sind diese Stoffe in der Regel nicht im Mangel. Neben den Nährstoffen benötigen Pflanzen natürlich auch Spurenelemente und da in besonderer Weise Eisen. Das Liebig'sche Minimumgesetz besagt, der Stoff, der im Mangel ist, begrenzt das Wachstum. Das bedeutet, dass egal was im Minimum ist, also im Mangel ist, das Pflanzenwachstum begrenzt. Das kann auch ein Spurenelement wie Eisen sein. Oder jeder andere Nährstoff. Oder das Licht. Wenn du mir jetzt sagst, alles ist aber da ausreichend und trotzdem wachsen die Pflanzen nicht, aber für die Algen hervorragend, kann ich nur davon ausgehen, dass du ein fundamentales Problem mit deinem Aquarium hast. Dabei setze ich voraus, dass du nicht durch Medikamente, kupferhaltige Präparate oder sonst wie die biologischen Prozesse im Aquarium verändert hast, beziehungsweise das Wasser für die Pflanzen vergiftet hast. Um dem Problem auf die Spur zu kommen, müssen wir eins wissen. Wasserpflanzen haben es schwer im Aquarium. Was bedeutet das? Dazu hole ich mal ein bisschen aus. Landpflanzen sind in der Lage, Kohlendioxid aus der Luft aufzunehmen. Das bedeutet, der Hauptnährstoff ist also ausreichend vorhanden. Licht ist in der Regel auch ausreichend vorhanden. Das heißt, die anderen Nährstoffe liegen in der Regel im Bodengrund vor, wie sie dort immer vorliegen. Und ich gehe mal davon aus, dass davon kein Mangel herrscht. Im Aquarium sieht das anders aus. Die Nährstoffe der Pflanzen können in verschiedener Form vorliegen und auch in Formen vorliegen, die also sehr schwer verarbeitbar sind oder die tatsächlich im Mangel vorliegen. Wenn zum Beispiel nur sehr wenig Licht über dem Aquarium ist, dann spielt es keine Rolle, ob irgendein anderer Stoff im Mangel ist oder nicht. Die Pflanzen werden nicht ausreichend wachsen. Aber ein Stoff, der Landpflanzen im Überfluss zur Verfügung steht, aber im Aquarium fast immer zum Mangel kommt, ist CO2, also Kohlendioxid, und damit der Hauptnährstoff der Pflanze. Allerdings kann man CO2 relativ einfach dem Aquarium zufügen. Zum Beispiel die Aquascaper tun das eigentlich grundsätzlich und haben eigentlich fast immer einen hervorragenden Pflanzenwuchs. Es gibt jedoch einen Umstand, der für das optimale Pflanzenwachstum eine sehr große Rolle spielt. Das sind die Filter. Ich weiß, es ist eines meiner Lieblingsthemen, aber ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, dass die meisten Filter schädlich fürs Pflanzenwachstum sind. So wird heute oftmals propagiert, dass das Aquariumvolumen 5-mal, 7-mal, 10-mal oder noch häufiger den Filter pro Stunde passiert. Und genau hier liegt das Problem. Die Aquarien werden überfiltert. Außenfilter haben in der Regel ein hohes Volumen an Filtermaterial, wogegen Innenfilter eigentlich nur noch ein relativ kleines Volumen bis fast gar kein Volumen haben. Trotzdem werden diese Filter biologisch arbeiten. Auch wenn immer wieder behauptet wird, dass diese Filter hauptsächlich mechanisch arbeiten. Das ist so nicht ganz richtig. Auf jedem Filtermaterial siedeln sich innerhalb weniger Stunden Bakterien an, die sich dort vermehren und dann biologisch aktiv werden. Die Bakterien, die sich dort ansiedeln, sind oxidative Bakterien, das heißt Bakterien, die Ammonium zu Nitrit und Nitrit zu Nitrat aufbereiten. Die Bakterien in dem Filter verbrauchen neben Sauerstoff auch noch CO2. Diese Tatsache ist wenig bekannt und entsprechend wird sie auch nicht berücksichtigt.
Man kann das relativ einfach feststellen, indem man einfach mal den pH-Wert des Aquariums misst. Je stärker die Filter arbeiten, desto höher wird sich der pH-Wert im Aquarium einstellen. Das bedeutet, je höher der pH-Wert, desto weniger CO2 ist vorhanden. Effektiv arbeiten diese Filter zu schnell, zu effektiv und dadurch werden im Aquarium kaum reduktive Prozesse zugelassen. Viele relevante Nährstoffe werden in die höchste Oxidationsstufe aufoxidiert, zum Beispiel Stickstoff wird von Ammonium über Nitrit in Nitrat aufoxidiert. Dabei muss man wissen, dass Pflanzen bevorzugt Ammonium aufnehmen, weil dieses am einfachsten in den Stoffwechsel der Pflanzen integriert werden kann. Vielfach gibt man in Aquarien Eisendünger in Form von Tagesdüngern oder in anderer Form zu. Diese Dünger sind mit Chelatoren versehen. Diese Chelatoren binden das Eisen und halten es länger für die Pflanzen verfügbar. Die Filter sind in der Lage, selbst diese Chelatoren aufzubrechen und die daraus resultierenden Nährstoffe in den eigenen Stoffkreislauf zu integrieren. Bei dem Aufbrechen der Chelatoren wird das darin gebundene Eisen freigesetzt und dieses Eisen ist sehr reaktionsfreudig und reagiert mit dem im Wasser vorhandenen Phosphat zu Eisenphosphat, das wieder unlöslich ist und damit den Pflanzen zunächst nicht zur Verfügung steht. Mit der Zeit entsteht dadurch eine Senkung der Carbonathärte. Dieses kann so weit gehen, dass die Carbonathärte auf 0 absinkt. Dadurch entsteht eine theoretische Gefahr, dass der pH-Wert ins Bodenlose abstürzt. Das kann teilweise bis zum pH-Wert von 3 runtergehen, der für alle Fische tödlich ist. Das habe ich selbst mal erlebt und das ist nicht schön. Heute weiß ich es und das wird mir nie wieder passieren. Phosphat wird in der Regel nur bei sehr stark bepflanzten Aquarien mit sehr wenig Fischen zum Problem werden können. Ich habe gerade gesagt, dass die Pflanzen es sehr schwer im Aquarium haben. Das bedeutet, CO2 ist im Mangel, Stickstoff wird in der höchsten Oxidationsstufe vorhanden sein, Phosphat könnte im Mangel sein, Kalium ist eher selten im Mangel. Stickstoff ist deswegen das Problem, weil die Pflanzen zwar Stickstoff in Form von Nitrat aufnehmen können und auch verarbeiten können, jedoch benötigen sie dafür sehr viel Energie. Das heißt, sie brauchen um Längen mehr Energie für die Aufspaltung von Nitrat als für die Aufspaltung von Ammonium. Das bedeutet, dass unter Umständen Energie fehlt, um aus CO2 Pflanzenspeicherstoff herzustellen, der zum Beispiel in Form von Stärke oder Zucker vorliegt. Es kommt dann zu Krüppelwuchs. So, was kann man denn jetzt letztendlich tun, damit die Pflanzen wieder ordentlich wachsen und dass wir die Algen damit zurückdrängen? Als erstes kann ich sagen, verzichte auf deine Innenfilter. Weiterhin empfehle ich, den Außenfilter massiv zu drosseln. Mit massiv drosseln meine ich nicht, dass der Filter gedrosselt werden soll, indem er sich selber drosselt, weil er einfach nur verstopft ist und damit mehr schadet als nützt, sondern ich meine damit aktiv den Auslauf des Filters in der Leistung zurückfahren, mit Hilfe von Abspähhähnen oder je nachdem, was der Filter selber zur Verfügung stellt. Für eine ausreichende biologische Filterung reicht ganz bequem, wenn das Aquariumwasser einmal pro Stunde den Filter durchläuft. Deutlich weniger würde auch reichen. Doch meist ist das einfach nicht zu erreichen, weil das Beckenvolumen schon so klein ist, es würde nur noch tröpfchenweise aus dem Filter laufen. Was geschieht nun? Dadurch, dass der Filter extrem langsam läuft, verbraucht er weniger CO2 und überlässt dem Aquarium einen Anteil der Nährstoffe, dass das Aquarium sich selbst darum kümmern kann. Das bewirkt, dass im Bodengrund leichte reduktive Prozesse auftauchen, die jetzt wieder aus dem Stickstoff, aus dem Nitrat, leichter verfügbares Nitrit bzw. Ammonium
können. Diese Form kommt den Pflanzen sehr zugute und sorgt dafür, dass diese einfach viel leichter und schneller wachsen können. Im Grunde ist das schon das ganze Geheimnis. Der Idealfall ist das filterlose Aquarium. Dieses betreibe ich seit den 1980er Jahren sehr erfolgreich und ich habe darüber bereits ein Video gedreht. Den Verweis findest du hier. Wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion. Ansonsten abonniere bitte den Kanal und lass ein Like da. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Vielen Dank für dein Interesse.